Hallo, willkommen zurück, Leute. Mein Name ist Romeo und das ist meine Geschichte, wie ich meine große Liebe gefunden habe. Ihr schaut gerade Part 5. Falls ihr die ersten 4 Parts noch nicht gesehen habt, die findet ihr auf unserem Kanal. Ich habe sie euch auch in der Videobeschreibung verlinkt. Und falls euch unsere Stories gefallen, könnt ihr dem Video schon mal einen Daumen hoch geben und den Kanal abonnieren. Let's go! Oh Romeo, du bist mein bester Freund. Musst du wirklich das Land verlassen? Ja, das muss ich leider, denn Julias Eltern würden sonst unser Geschäft ruinieren und das würde ich meinem Vater nicht antun können. Ich verfluche die Familie Apple und alle Leute, die Apple-Handys verwenden. Das ist ihre Schuld. Das tut mir so leid, Lawrence. Danke dir, Annie, dass du für mich da bist. Lawrence, ich werde jeden Tag schreiben, wir werden trotzdem beste Freunde sein, okay? Abgemacht? Ich werde dich bald besuchen kommen, Romeo, versprochen, okay? Und Annie, sag bitte Julia, dass ich sie vermissen werde, okay? Ich muss los, tschüss. Nein, mein bester Freund. Er muss einfach das Land verlassen. Komm, Lawrence, gehen wir nach Hause. Es wird alles gut, er wird schon wieder zurückkommen. Julia, bist du schon munter? Julia! Komm schon, Julia, raus aus den Federn. Heute ist der Tag deiner Hochzeit. Komm schon, steh auf. Ja, Mama, ich stehe ja schon auf. Ich bin einfach zu traurig. Ach, Julia, warum bist du denn traurig? Heute wirst du heiraten. Sei glücklich, sei froh. Wir werden eine reiche Familie einheiraten. Mama, wenn du mich schon zwingst, diesen abgeklippten Zehennagel zu heiraten, dann lass mich gefälligst in Ruhe. Ich habe keine Lust, die glückliche Braut zu spielen. Jetzt raus. Aber Julia, wie redest du? Ich hab gesagt, raus. Raus aus meinem Zimmer. Lass mich in Ruhe. Ich gehe Hunter und TJ im Spital besuchen. Ich muss herausfinden, was wirklich passiert ist. Romeo hätte sicher nicht ohne Grund TJ einfach so geschlagen. Ich muss herausfinden, was passiert ist. Los, schnell. Was fällt Julia ein, ihre Mutter so zu behandeln? Ach, so ein freches Kind. Grüß Gott, die Dame. Oh, Herr spanischer Fürst. Ach, Sie schauen bezaubernd aus. Was führt Sie denn zu uns kurz vor der Hochzeit? Ich habe mit Ihrem Ehemann was Geschäftliches zu besprechen. Oh, natürlich. Bitte kommen Sie ins Büro. Mein Ehemann wartet schon. Ja, ich wollte nur noch mal herkommen, um zu besprechen, wie das Geschäft dann abläuft. Also, Sie geben mir 50% von Ihrer Firma. Genau, in Austausch dafür heiraten Sie meine Tochter und Sie investieren Millionen von Ihrem Geld in meine Firma. Ja, natürlich bekommen Sie Millionen von mir für Ihre Firma und dafür bekomme ich ein paar Aktien. Eine Hand wäscht die andere. Ich glaube, wir sollten uns langsam fertig machen für die Hochzeit. Ja, stimmt, weil ich bin der Bräutigam. Ja. Los, fahren wir zur Hochzeit am Strand. Julia kann sich jetzt kaum erwarten, um mich zu heiraten. Wow, schau mal, wie schön. Mama, ich flehe dich an. Bitte zwing mich nicht, ihn zu heiraten. Ich liebe ihn nicht. Vielleicht wirst du ihn lieben. Das weißt du ja nicht. Vielleicht seid ihr Seelenverwandte und ihr seid füreinander gemacht. Woher willst du das wissen? Ich weiß es, weil ich Romeo liebe. Ich möchte nie wieder mehr hören, dass du seinen Namen in den Mund nimmst. Hast du mich verstanden, Julia? Du bist doch meine Mama. Wieso willst du nicht, dass ich glücklich werde mit dem, den ich mir aussuche? Jetzt hör auf, so egoistisch zu sein. Ich möchte nichts mehr hören. Es ist der Tag deiner Hochzeit. Nimm deinen Hochzeitsstrauß hier. Er hat sogar einen Hochzeitsstrauß aus Gold für dich gemacht. Jetzt geh nach vorne. Okay. Ich muss ihn heiraten. Ja, da bist du ja, Julia. Wie gefällt dir mein goldener Brautstrauß? Ist er nicht wunderschön? Ja, es ist wunderschön. Ich halte es nicht aus. Was sind das für Tiere? Ekelhaft, ein Krokodil in ein Seepferd. Nimm das! Haha, jetzt bist du tot. Und jetzt, du willst auch noch eins? Nimm das! Hast du ihr Gesicht gesehen, wie sie tot geschwommen sind? Wieso hast du das denn gemacht? Was haben diese armen Tiere dir überhaupt gemacht? Oh, nein, und sowas muss ich heiraten. Hast du nicht gesehen, wie lustig die ausschauen, so tot? Ich liebe tote Tiere. Du bist ein Monster und du widerst mich an. Ach, reg dich nicht so auf, meine Liebe. Daran wirst du dich gewöhnen, wenn du mit mir verheiratet bist. Ich habe 1000 tote Tiere in meiner Wohnung. Mir ist irgendwie schlecht. Mir geht's nicht gut. Was? Simulier nicht so. Komm gefälligst zurück. Wir wollen heiraten. Julia, was ist los mit dir? Mom, Dad, mir geht's nicht gut. Ich krieg keine Luft. Ich krieg... Ruf die Rettung. Julia, geht's dir gut? Oh mein Gott, Julia. Hier ruft jemand die Rettung. Ich spüre nur einen ganz schwachen Puls. Los, ruft doch jemand die Rettung. Bro, komm, bringen wir sie ins Krankenhaus. Was ist nur mit Julia los? Los, gehen wir schnell ins Krankenhaus. Konnte sie nicht 5 Minuten warten mit den Krankwerden? Ich habe so viel Geld für diese dreckige Hochzeit gezahlt. Ich werde sie heiraten, ob sie will oder nicht. Was fehlt unserer lieben Julia denn nur? Julia, wach bitte auf, bitte. Es tut uns so leid. Was ist, wenn sie stirbt? Und das Letzte, was sie von mir gehört hat, war, dass ich sie angeschrien habe.
bitte Julia, wache auf und werde gesund, bitte. Bitte, kleine Schwester, wach doch auf. Es tut uns allen so leid. Du schaust aus wie ein Engel, Julia. Es tut mir so leid, dass wir dich zwingen wollten, jemanden zu heiraten, den du nicht liebst. Aber bitte wach auf. Wach auf und du kannst machen, was du willst. Komm schon, kleine Bro-Schwester, wach doch auf. Ich bin es, dein großer Bro. Komm schon, Julia, ich bin Bro traurig, wenn du nicht aufwachst. Ich habe gute, aber ich habe auch schlechte Neuigkeiten. Oh nein, was ist denn los? Die guten Nachrichten zuerst. Sie ist nicht tot. Aber leider haben wir noch schlechte Neuigkeiten und wir wissen nicht, was sie hat und warum sie nicht aufwacht. Was soll das heißen, Sie wissen nicht, was sie hat? Das ist doch nicht möglich. Irgendwas muss sie doch haben. Machen Sie viele Tests. Ja, machen Sie doch alle Tests, die notwendig sind. Lieber mehr als zu wenig. Wir haben alle Tests gemacht, die wir machen konnten. Wir wissen nicht, was sie hat. Wir versuchen natürlich unser Bestes und werden weiterhin Untersuchungen machen. Aber wenn es so weitergeht, dann können wir nur hoffen, dass sie von alleine aufwacht. Frau Dr. Bro, Sie müssen doch was tun können. Aber was ist, wenn sie nicht aufwacht? Was passiert dann? Sagen Sie es uns doch, Frau Doktor. Was passiert, wenn sie nicht aufwacht? Das kann ich Ihnen selber nicht beantworten, was dann passiert. Ich weiß es nicht, aber es schaut sehr schlecht um Ihre Tochter aus. Ich werde sofort herkommen, wenn ich weitere Informationen habe. Julia, wir werden dafür sorgen, dass du aufwachst. Wir werden jetzt zu deinem Ehemann gehen. Er hat so viel Geld. Er kennt sicher spezielle Ärzte, die er engagieren kann, die dich retten. Liebe Schwester, ja, liebe Bro-Schwester, wir werden deine Seite nicht verlassen. Ja, Bro, wir werden immer hier bei dir sein und auf dich aufpassen, okay? Ich verspreche es dir. Ja, ich muss aufs Klo. Flug 147 nach Berlin startet in Kürze. Oh, das ist ja mein Flug. Naja, dann mache ich mich bereit zum Boarding. Breaking News. Die Tochter des berühmten Handybesitzers Steve Apple ist in einen mysteriösen Todesschlaf gefallen. Was? Julia? Nein, das kann nicht sein. Bitte nicht. Ich muss schnell ins Spital und sie sehen, aber ich darf ja nicht wegen ihren Eltern. Ach, es ist mir egal, ich gehe trotzdem. Ich bin so schnell hergefahren, wie ich konnte. Wo ist sie nur? Ich glaube, warte, wo? Ah ja, da hat sie gesagt, links. Oh nein, Julia. Julia, geht es dir gut? Julia, wach doch auf. Wäre ich doch nur nicht gegangen. Hätte ich die Hochzeit nur verhindern können? Was ist nur passiert? Julia, ich bin für dich da. Ich werde herausfinden, was ist. Wenn es das ganze Vermögen meines Vaters kostet, mein ganzes Vermögen, es ist mir egal. Ich werde dich retten, Julia. Das verspreche ich dir. Okay? Bitte gib nicht auf. Bleib stark. Vergiss nicht, ich bin immer an deiner Seite, Julia. Oh, spanischer Fürst, Sie sind ja hier. Es freut uns so, dass Sie da sind und dass Sie sich um unsere Tochter kümmern. Natürlich bin ich hier. Wo meine Frau ist, bin auch ich. Die Ärzte wissen nicht, was sie hat. Sie wissen nicht, ob sie jemals aufwachen wird. Wir brauchen finanzielle Unterstützung, damit sie mehr Tests machen können. Was? Wieso braucht ihr Geld von mir? Ihr habt doch selber Geld. Ihr seid doch selber reich, oder? Nun ja, wir haben gerade ein bisschen eine Krise, weil alles so teuer ist, kauft keiner mehr unsere teuren Handys. Warte, soll das etwa heißen, dass ihr gar nicht reich seid? Ihr habt's mich reingelegt. Ihr wolltet mir Aktien geben, die dann halt gar keinen Wert haben. Doch, sie hätten wieder Wert. Wir müssen nur diese Trockenphase überstehen und mit ihren Millionen hätten wir diese Trockenphase locker überstanden. Der Deal ist geplatzt. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich so eine arme Schluckerin heiraten werde. Sicher nicht. Und die Millionen könnt ihr auch komplett vergessen. Ich bin ja nicht die Wohlfahrt, dass ich euch all mein Geld gebe. Was? Nein, bitte, Sie müssen uns helfen. Ich muss gar nichts und ich werde auch nichts machen. Ihr könnt es vergessen. Dann verschwinden Sie von hier. Wir brauchen Ihr Geld nicht. Wir werden das schon selber irgendwie lösen. Wie sprichst du, alter Knacker, eigentlich mit mir? Was fällt dir ein? Ich bin der spanische Fürst und ich habe sehr viel Geld und ihr seid arme Schlucker. Wie kannst du es wagen? Nimm das! Au, 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 mein Gesicht! Au! Wieso hast du mich geschlagen? Das fragst du noch, du abgezwickter Zehennagel? Verschwinden Sie, die wandelnde Pobacke mit Ohren. Los, verschwinden Sie! Ich habe gesagt, Sie sollen verschwinden! Oh Liebling, was machen wir jetzt nur? Was wird nur aus unserer Tochter passieren? Ich weiß es nicht. Oh, wir können nur abwarten. Das werdet ihr mir büßen. Ich weiß schon, was ich machen werde, um mein Geld zurückzuholen. Wieso ist Papa nicht zu Hause, wenn man ihn braucht? Ich muss irgendwie Geld auftreiben. Man kann sicher irgendwie was kaufen. Bessere Medikamente, bessere Untersuchungen, irgendwas. Es muss was geben. Ich muss noch hart genug nachdenken. Okay, was können wir noch suchen? Romeo, schau mal, ich habe Julias Buch und schau mal, was da drinnen ist. Was meinst du, was ist da drinnen? Oh ja, Julias Lieblingsbuch. Romeo, bitte vertrau mir, nimm das Buch und schau rein. Da ist ein Brief für dich drinnen. Ich muss wieder zurück zu Annie. Oh Julia, was ist das? Okay, bin ich bereit, den Brief zu lesen? Das sind ihre letzten Worte.
was da wohl drinnen steht. Es ist an mich adressiert. Warte, was? Warte, was? Das kann nicht sein. Julia, das würdest du nie tun. Warum machst du sowas? Ich muss schnell in ihre Wohnung. Ich muss schauen, ob das stimmt, was in diesem Brief steht. Das kann nicht stimmen. Bitte sag, dass das nicht stimmt. Okay, Julia hat geschrieben, dass es in ihrem Zimmer ist, aber ich kann nicht glauben, dass Julia sowas machen würde. Okay, hier drinnen, nein, da ist gar nichts. Bei ihrem Bett, nein, da oben scheint auch nichts zu sein. Julia, was ist das? Ach, ekelhaft. Warte, nur noch hier könnte es sein. Hier ist es, das Medikament. Oh nein, das heißt dann, dass Julia wirklich das Medikament genommen hat und sich diese Krankheit selber zugelegt hat. Ich muss schnell ins Spital gehen und das Medikament den Eltern oder einen Arzt zeigen, dass er weiß, was sie hat. Schnell ins Spital. Ich hoffe, ich bin noch nicht zu spät. Jede Sekunde zählt, man weiß nicht, was sie hat. Diese 2 Leute kenne ich doch. Ihr seid ja die Eltern von Julia. Du Romeo, was machst du hier? Du solltest doch eigentlich das Land verlassen. Was wagst du es, hierher zu kommen? Verschwinde. Sollen wir wirklich die Firma deiner Eltern zerstören? Willst du das? Willst du, dass dein Vater obdachlos wird? Bitte, hören Sie mir zu. Es geht um Ihre Tochter Julia. Ich glaube, ich weiß, was sie hat. Wir können sie retten, wenn sie auf mich hören. Hör auf, dich so wichtig zu stellen. Wenn nicht mal die Ärzte sie retten können, wirst du, kleines Würstchen, das erst recht nicht schaffen. Hören Sie mir bitte zu. Ich glaube, sie hat das eingenommen. Du glaubst doch wohl nicht, dass meine Tochter sich das selber zugefügt hat. Was ist los mit dir? Nimm diesen Dreck und geh endlich. Wir wollen nichts hören. Verschwinde, du Würmchen. Sie hat mir einen Brief geschrieben und da drinnen hat sie gesagt, dass sie das genommen hat. Bitte, Sie müssen mir glauben, ich würde nicht lügen. Julia ist mir wichtig. Halt dein freches Mundwerk. Wie kannst du sowas über unsere Julia sagen? Hast du uns nicht gehört? Ich habe gesagt, du sollst verschwinden. Verschwinde endlich. Wir wollen dich nicht mehr sehen. Natürlich glauben Sie mir nicht. Ich muss das Medikament an den Arzt geben. Schnell. Oh, Liebling, was ist, wenn wir Julia verlieren? Wir müssen unser Haus verkaufen. Wir müssen vielleicht sogar die Firma verkaufen. Wir werden das natürlich alles machen, um Julia zu retten. Wir machen natürlich alles, um sie zu retten. Es tut mir so leid. Es tut mir alles so leid. Ich hoffe, wenn Julia jemals aufwacht, dass sie uns vergeben kann, dass wir so schlechte Eltern waren. Ich muss schnell einen Arzt suchen. Wo ist ein Arzt? Hallo, Arzt, bitte, schnell. Hier ist ein Arzt. Bitte nehmen Sie das. Das fehlt Julia. Julia hat das genommen. Wer hat dich hier reingelassen? Hier darf nur die engste Familie. Was machst du hier? Antworte mir. Worauf wartest du? Sie müssen mir zuhören. Ich weiß, was Julia Apple fehlt. Und zwar, sie hat dieses Medikament eingenommen und ich glaube... Egal, Sie müssen dieses Medikament, Sie müssen ein Gegenmittel für dieses Medikament suchen und ihr geben, dann wacht sie auf. Bitte glauben Sie mir. Nein, wir sind die Ärzte in diesem Spital, ja? Wir finden heraus, was sie hat und was nicht. Vielleicht ist das Gift, was du in der Hand hast, um sie zu vergiften. Garantiert nicht, wir glauben dir kein Wort. Bitte nein, glauben Sie mir, es ist das Medikament. Jetzt reicht es mir, wenn du nicht sofort gehst, rufe ich die Polizei und lass dich verhaften. Was ist nur los hier? Wieso klappt mir niemand? Oh, Julia. Meine liebe Julia, warum glauben Sie mir nicht? Das könnte dich retten. Jede Sekunde zählt. Oh, Julia, ich weiß, was ich machen muss, damit Sie mir glauben. Julia, wir sind zurück. Was? Ist das Romeo am Boden? Was ist hier passiert? Bro, wie ist dieser kleine Spast hier überhaupt reingekommen? Los, Hunter, geh schnell einen Arzt holen. Er muss Romeo retten. Ja, Big Bro, ich mach mich auf den Weg, schnell. Was ist passiert? Warum ist Romeo im Krankenhaus? Familie Apple, wer hätte es anders gedacht? Was habt ihr mit meinem Bruder gemacht? Los, erzähle mir, was habt ihr gemacht? Ich schwöre dir, wir haben nichts gemacht. Er hat dieselbe Krankheit wie unsere Schwester, glaube mir. Nein, ich weiß genau, ihr habt etwas damit zu tun. Ich glaube euch kein Wort. Was für ein Zufall, dass genau ihr zwei ihn gefunden habt. Wahrscheinlich habt ihr es verursacht. Nein, Bro, Opa, das hätten wir nie gemacht, glaube mir. Wir wissen jetzt, dass Romeo kein schlechter Dude ist. Was ist das nur für eine merkwürdige Krankheit? Wieso wissen die Ärzte nicht, was los ist? Hey, Big Bro, komm, gehen wir unsere Eltern rufen. Wir müssen ihnen sagen, was passiert ist. Ja, du hast recht, Hunter. Los, gehen wir. Oh, mein lieber Sohn Romeo, wäre ich nicht so streng zu dir gewesen. Hätte ich dich nicht die ganze Zeit Schwächling genannt, Romeo? Bitte wach auf, werde wieder gesund. Bitte versprich uns das, Romeo. Ja, bitte, Romeo. Oh, Julia. Was macht ihr zwei hier? Warum ist Julia in diesem Zimmer und warum liegt Romeo da? Weil er dieselbe Krankheit hat wie ihre Tochter und wir wissen nicht, was ihm fehlt. Was? Romeo hat dieselbe Krankheit bekommen wie unsere Tochter?
Ich weiß, wir sind eigentlich Rivalen und wir sollten uns hassen, aber ich muss von Herzen sagen, es tut mir wirklich leid, dass Ihnen Ihren Sohn dasselbe passiert ist wie unserer Tochter. Vielen Dank, Frau Apple. Das schätzen wir wirklich sehr. Oh Steve, es tut mir wirklich leid, was auch damals passiert ist. Oh Samuel, es tut mir auch leid. Es tut mir leid, dass ich dich bei Fortnite besiegt habe, okay? Das ist nur ein Spiel, das sollte uns nicht so wichtig sein. Steve, ich glaube, du hast das falsch in Erinnerung. Ich habe dich bei Fortnite besiegt und du warst wütend auf mich, weil ich ein viel besserer Spieler war. Es tut mir wirklich leid, dass ich dich besiegt habe. Was? Nein, das stimmt nicht. Ich habe dich besiegt. Ich bin viel besser. Hör auf, irgendwas zu erfinden. Ich bin 1000-mal besser als du. Hast du mich verstanden? Könnt ihr bitte aufhören? Das ist nicht der Zeit und Ort, um euch für sowas Lächerliches zu streiten wie Fortkack. Oh, ja, natürlich, es tut mir leid. Ja, mir tut's auch leid. Romeo, wir werden die teuersten Ärzte für dich einfliegen lassen und die besten Untersuchungen. Und wir müssen die Firma verkaufen, um diese teuren Untersuchungen uns leisten zu können. Nein, das passt schon. Wir zahlen auch für Julia mit. Ja, denn Romeo hat sie geliebt und er hätte das auch gewollt, dass wir für Julia mitzahlen. Oh, Familie Samsung und Familie Apple, sie sind ja beide zusammen. Sehr gut, dann muss ich nicht alles doppelt sagen. Diese zwei Krankheiten müssen einen Zusammenhang haben. Hat irgendjemand von Ihnen eine Idee, was es sein könnte? Haben die vielleicht irgendein Medikament genommen oder so? Ein Medikament? Ja, warten Sie. Romeo hatte so eine runde Kugel, so eine blaue und er hat gesagt, dass Julia diese Tablette genommen hat und vielleicht hat Romeo auch diese Tablette genommen. Eine runde blaue Tablette? Warten Sie mal. Ich glaube, er ist damit auch zu mir gekommen. Ich glaube, ich weiß, was das für eine Tablette war. Wenn das wirklich die Tabletten sind, die beide genommen haben, dann haben wir eine Lösung. Dann wissen wir, was es ist. Dann können wir sie verarzten. Und was ist, wenn es nicht diese Medikamente war, wenn Romeo sich geirrt hat? Was passiert dann, wenn wir ihnen das falsche Gegenmittel geben? Also wenn wir ihnen wirklich das falsche Gegenmittel geben, dann könnte sich ihr Zustand verschlechtern und sie könnten vielleicht sogar beide sterben. Also ist es ganz wichtig zu wissen, können wir Romeo vertrauen? Ich vertraue meinen Sohn zu 100%. Sie können ihm das Gegenmittel geben. Ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann. Ich glaube schon, aber Steve, du kannst meinen Sohn vertrauen. Er liebt deine Tochter über alles und er würde nichts machen, um sie zu gefährden. Er hat das Herz am richtigen Fleck. Ja, Romeo, ich vertraue dir. Wenn du sagst, dass es so ist, dann ist es so. Wir haben ihn vorher nicht geglaubt. Also werden wir das jetzt tun. Na gut, dann werde ich jetzt das Gegenmittel holen. Ich vertraue dir, Romeo. Ja, mein Sohn. Ich vertraue ihn auch. Ich auch. Und hier bin ich schon mit dem Gegenmittel. Sind Sie sich zu 100% sicher, dass Sie ihm wirklich das Gegenmittel geben können? Wir könnten Sie, wenn das falsch ist, sogar noch stärker vergiften. Also Sie müssen sich wirklich 100%ig sicher sein, dass Sie das wollen. Wir haben uns unsere Entscheidung getroffen. Wir vertrauen Romeo. Geben Sie ihnen das Gegenmittel. Los. Wie Sie wollen. Dann fangen wir jetzt an. Hier einmal für die Julia. Und dann einmal für den Romeo. Jetzt können wir nur noch abwarten und hoffen. Rufen Sie mich, wenn etwas geschieht, okay? Wir bleiben hier, wir werden Sie nicht verlassen, keine Sorge, wir werden Sie rufen, wenn irgendwas passiert. Ich vertraue meinen Sohn und ich weiß, dass es stimmt, was er gesagt hat. Wir bleiben auch hier für unsere Tochter die ganze Nacht, wenn es sein muss. Die zwei können glücklich sein, dass sie so liebende Familien haben. Ich werde später wieder vorbeischauen, okay? Ich wünsche Ihnen viel Glück. Wir werden auch nicht von ihrer Seite weichen, ja, Bro. Und sie warteten tatsächlich Tag und Nacht, 2 ganze Tage, ohne Schlafen, ohne Essen. Was wird wohl passieren? Ist das tragische Ende von Romeo und Julia? Oder gibt es doch noch ein Happy End? Das und noch viel mehr erfahrt ihr in der nächsten Episode. Ich hoffe, euch hat diese Episode gefallen, generell die ganze Geschichte. Falls sie euch gefallen hat, bitte vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und die Leute, die unseren Kanal schon kennen, wissen genau, was jetzt passiert. Und zwar, ich bedanke mich bei unseren Superfans. Vielen Dank, Marble, für deine lieben Kommentare. Kitakbe Dabo, vielen Dank, dass du unsere Videos immer bis zum Schluss schaust. Hudan, vielen Dank für das große Kompliment und für all deine Unterstützung. Danke dir, Stacy, dass du unseren Kanal abonniert hast und ja, du bist eine Queen. Anastasia Mihai, Cemai Fac, și mulțumesc pentru tot ce faci pentru noi. Und danke dir, Syma, dass du all unsere Videos schaust. Und wenn ihr auch im nächsten Video erwähnt werden wollt, dann hinterlasst einfach einen lieben Kommentar. Und wenn ihr Glück habt, suchen wir genau euren Kommentar aus. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Episode. Urmeze continuare.
Haha, ihr dachtet wohl nicht, dass die Episode wieder zu Ende ist, ohne dass ich irgendeinen Blödsinn zum Schluss einfüge. Für die Leute, die wieder bis zum Schluss geschaut haben, ich habe wieder einen kleinen Toka-Toast eingefügt, nein, sogar 2 kleine Toka-Töstchen. Wer kann mir sagen, wo sie sind? Schreibt das bitte in die Kommentare. Und jetzt kommt etwas Ekelhaftes, es tut mir leid für die Leute, die nichts Ekelhaftes hören wollen, dann sollen sie bitte jetzt ausschalten. Für die Leute, die Ekelhaftes hören wollen, ich rübse für euch das ABC. Die letzte Warnung, wenn ihr das nicht hören wollt, dann schaltet jetzt aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Jetzt habt ihr mit mir das Alphabet gelernt. Sorry nochmal. Ich hoffe, es war nicht zu ekelhaft. Ich fand es eigentlich ganz lustig. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Sorry nochmal, aber eigentlich nicht sorry.